Richard Prince ist sicherlich einer der wichtigsten und wahrscheinlich auch der radikalste Vertreter der Appropriation Art. Er zählt auch zu den Vertretern und Vertreterinnen der Pictures Generation. Das ist auch eine Generation, wahrscheinlich auch die erste Generation, die mit Massenmedien aufgewachsen ist. Also Richard Prince hat das auch so beschrieben, dass er eigentlich vom Fernseher erzogen wurde. Und Richard Prince untersucht ein Thema, das aktueller denn je ist, nämlich wie Massenmedien unsere Wahrnehmung formen und auch wie Bilder Bedeutung produzieren. Zwei Themen, die speziell auch durch soziale Medien, durch unser Sharen und Liken von Bildern auch im digitalen Raum relevanter als je zuvor sind. Richard Prince arbeitet in den 70er Jahren bei dem Verlag Time Life, wo er dafür zuständig ist, Presseclippings für die Autoren, Autorinnen auszuschneiden. Und nachdem er die Artikel ausgeschnitten hat, was bleibt übrig? Eigentlich der visuelle Ausschuss. Das bedeutet anonyme Werbebilder, und Prince ist von diesen Bildern so fasziniert, dass er etwas sehr Simples und gleichzeitig unglaublich Radikales macht. Er nimmt seine 35mm Kamera und refotografiert diese Bilder. Und diese Bilder refotografiert er nicht 1:1, sondern er verändert zum Beispiel den Bildausschnitt. Das bedeutet, er schneidet die Werbetexte weg, die Logos. Also kurzum, er löst eigentlich die Bilder aus der Funktion der Werbung und kontextualisiert sie so neu. Also Richard Prince' Auseinandersetzung mit Massenbildern der Werbung wird besonders auch in seiner ikonischen Serie der Cowboys ersichtlich, eine Serie, die in den 80ern beginnt, bei der er auch wiederum etwas verhältnismäßig Einfaches und doch Radikales macht. Er refotografiert Marlboro-Werbungen und er löst die Motive, also die Cowboys, die über die Prärie reiten, aus dem Kontext der Werbung, indem er Logos und Texte wegschneidet. Der Cowboy ist natürlich kein neutrales Motiv, sondern symbolisch unglaublich aufgeladen. Er steht für die Freiheit und natürlich auch für Maskulinität, auch für den Mythos der Eroberung des Westens. Nicht zuletzt darf man nicht vergessen, die USA hat zu diesem Zeitpunkt einen ehemaligen Western-Darsteller und damit auch tatsächlich einen Cowboy als Präsident, nämlich Ronald Reagan. Und Prince zeigt damit auch wunderbar auf, wie eng diese Bildpolitik auch mit Politik zusammenhängt. Richard Prince' Arbeiten sind auch eine sehr gekonnte und auch provokante Auseinandersetzung oder auch ein Spiel mit unserer eigenen Erwartungshaltung. Sie beginnen bei einer akribischen Analyse von Massenmedien, gleichzeitig nutzt aber auch die visuelle Sogkraft dieser Bilder. Und das ist auch ein Spannungsverhältnis, das speziell bei den Cowboys ersichtlich wird. Dann ist die Frage, wie lesen wir diese Bilder? Lesen wir diese jetzt nur als Kritik an Massenmedien, an der Kommerzialisierung kultureller Werte, oder lesen wir doch als Affirmation, sprich als Bestätigung der visuellen Sogkraft von Werbebildern? Und das ist eine Frage, deren Beantwortung Richard Prince eigentlich uns Betrachtern und Betrachterinnen überlässt. Die Ausstellung spannt den Bogen von den späten 60er Jahren bis zu den aktuellen Arbeiten, und speziell in den neuen Arbeiten überträgt Richard Prince seine Fragen zur Bildwirkung, zur Bedeutungsproduktion von Bildern auch in den digitalen Raum. Speziell auch in einer Serie, in der er sich Instagram-Posts von Userinnen und Usern aneignet. Es ist eine provokante Serie, die auch untersucht, wie ökonomische Strukturen Bilder im digitalen Raum strukturieren. Was vermeintlich gratis im Internet ist nur vermeintlich kostenlos, denn tatsächlich was zur Ware wird, sind wir, unsere Daten, unsere Bilder. Und indem Richard Prince sich diese Bilder aneignet und in den Kunstraum überträgt, macht er genau dieses paradoxe Verhältnis auch ersichtlich. Und besonders beeindruckend für mich zu sehen ist auch, dass diese Fragen nie an Aktualität verloren haben, sondern eigentlich heutzutage viel relevanter wurden als nochmals in den späten 60er Jahren. Denn was man in den 60er und 70er Jahren als Massenmedien wahrgenommen hat, also dass man permanent von Medien umgeben ist, dass unsere Vorstellungen von Realität und Wirklichkeit nur noch von Medien auch geprägt werden, speziell auch von der Fotografie, ist natürlich etwas, was heute aktueller als je zuvor ist.